at this time they say he has brought rebellion into the city with a new Lord, a new Caesar, a new Messiah named Christus. Und da sagen sie, ja, der hat eine Revolution gebracht mit einem neuen Kaiser, einem neuen Cäsar, nämlich Christus. We're not sure if this is actually referring to Christ directly. Keine Ahnung, ob das jetzt direkt sich auf Christus bezieht. And he's being misunderstood as what they call a militant Messiah. Oder ob sie ihn falsch missverstehen und ihn einen militanten Messias da sehen. Over in the East, there's been all these quote-unquote Messiah figures rising up to rebel against the Romans. Im Osten sind die ganzen Messias-Figuren aufgestanden, um gegen die Römer sich aufzulehnen. And causing all sorts of trouble. Und verursachen alle möglichen Probleme. So Paul's teaching this Christ Messiah figure. Und Paulus redet dann von dieser Christus-Messias-Figur. And so they're saying, oh, he's bringing this rebellion from the East over into this city. Und die sagen, ah ja, der bringt aus dem Osten jetzt die Rebellion in die Stadt. Okay, Thessaloniki is a free city. The Romans leave them alone. Und Thessalonich ist eine freie Stadt, die lassen die Römer alleine. If they keep the peace, if they are loyal. Solange sie treu bleiben und den Frieden halten und so. So Paul's enemies go into the market where there's a bunch of lazy bums and get them riled up. Und deswegen gehen sie in die Straßen und wiegeln die Leute gegen Paulus auf. And basically, long story short, Paul has to move along. Und kurz gesagt, Paulus muss weiter. And he goes to Pieratt. Und er geht nach Pieratt. But the Jews hear about that. The Bereans are great. They listen to him. They're Jews. They listen to him. And they don't just automatically accept it, the message. Und die Juden dort, die hören ihm zu, aber akzeptieren die Botschaft nicht einfach nur. But they actually listen intently, and they go to the scriptures and they study it. Sondern die hören zu, schauen dann in die Bibel und studieren es. And they end up deciding that Paul's message is true. Und sie merken dann, ja, der hat tatsächlich recht, der Paulus. But in that time, the Jews in Thessaloniki hear about this in Berea. Aber dann hören die Juden in Thessalonich davon, dass der das in Berea macht. And so they kind of go to Berea and they have to chase Paul out. Und dann gehen sie nach Berea und verjagen sie. So Paul basically has to flee down to Athens. Also muss er nach Athen weiter. Okay? And so the situation we have in the church is Paul's been in Thessaloniki, was there for about 3 weeks. Der Paulus war in Thessalonich für ungefähr 3 Wochen. Some believe, some did not. Manche haben geglaubt, manche nicht. And so you have a new church Und du hast eine neue Gemeinde with 3 weeks of discipleship. mit 3 Wochen Jüngerschaft. And they live in a city that's hostile towards them with persecution. Und die leben in einer Stadt, die Christen hasst mit Verfolgung. You can imagine this church probably isn't that strong. They can't really stand on their own. Ihr könnt euch vorstellen, diese Gemeinde ist wahrscheinlich nicht so stark und kann wahrscheinlich nicht für sich selbst stehen. Their main leader is sent away. Der Hauptleiter wird weggeschickt. Okay? But the big issue is Paul. Und das große Problem mit Paulus ist, his travel buddies, Timothy and Silas, are able to stay behind. Seine Reisegefährten Timotheus und Silas können zurückbleiben. They're able to continue to disciple in Thessaloniki and also evangelize in the region of Macedonia. Und die können in Mazedonien und Thessalonich weiter evangelisieren. With Acts, because Acts isn't following Timothy and Silas, they're following Paul specifically. Und da Apostelgeschichte nicht dem Silas und Timotheus folgt, sondern dem Paulus. It's hard to get all the events lined up right. We're not sure exactly how it happened. Es ist schwierig, deswegen ist es schwierig zu sagen, wie da alles passiert ist und das Ganze auf eine Kette zu kriegen. Okay, so Timothy and Silas remain there. Und ja, Timotheus und Silas bleiben dort. And at some point, which Acts doesn't mention, they come down and they visit Paul in Athens. Und irgendwann besuchen sie Paulus in Athen. They probably report what's going on in Macedonia. Die Report what's going on in die erzählen ihm, Macedonia. was in Mazedonien passiert ist. And then they head back to Thessaloniki. Und sie kommen zurück nach Thessalonich. And then at some point, Paul heads over to Corinth. Und irgendwann geht Paulus weiter nach Korinth. Okay, and we'll talk about that in a bit. Und darüber reden wir später.
And then they come see him in Corinth. Und dann kommen sie und besuchen ihn in Korinth. And either earlier in Athens or here, 1 Thessalonians is written. Und entweder hier in Korinth oder in Athen ist der erste Thessalonicher Brief geschrieben. It is taken back. And then kind of 1 Thessalonians is a back and forth communication. Und da ist das so eine Hin- und Her-Diskussion. Okay? So there's actually either verbal or written reports coming back from Thessaloniki. Und da irgendwie Berichte kommen aus Thessalonich. And we only have one side of the conversation. Und wir haben nur einen Bericht, wir kennen nur eine Seite der Konversation. It's like if somebody's sitting here talking on the phone to somebody, Es ist wie wenn jemand hier sitzt und am Telefon redet. you can probably get an idea what's going on, Du kannst ungefähr mitbekommen, was los ist, but you don't know what's being said back. aber du hast keine Ahnung, was der am anderen Ende sagt. Okay, so Paul's sitting here talking on the phone to the Thessalonians. Also Paulus sitzt hier und redet mit den Thessalonichern am Telefon. So when we're studying it, we'll have to kind of figure out what the issues are based off what Paul is saying. Also wir müssen jetzt davon ausgehen, von dem, was der Paulus sagt, müssen wir jetzt vermuten, was sind die Probleme da. Okay? Again, that's kind of the events. Paul preached synagogue for 3 weeks. You have the different mixes. You have those events. This is Acts 16, 17. Hier haben wir eine kurze Liste von der Apostelgeschichte 17, was so passiert. Yeah, I kind of mixed some of this. I'm just kind of going off the top of my head to speed up, but yeah. Ja. So some of the things they claim, these men have upset the world to come here also, contrary to Caesar, saying there's another king, Jesus. So again, militant messianism, and they're using these ideas to kind of against Paul. Ja, also sie gehen die Leute auf. At this time also there was some rioting in Rome. Zu der Zeit gab es auch in Rom Aufstände. And there was a report of Jews rioting over some Christus figure. Und man hört von Juden, die über einer Christusfigur sich And so beschäftigen. the Jews were kicked out of Rome for a while. Und die Juden wurden für einige Zeit aus Rom rausgekickt. In a little while we'll meet some of these Roman Jews that were kicked out. Und bald treffen wir ein paar von diesen römischen Juden, die da rausgeschmissen wurden. Okay? Again, there's only 3 weeks of discipleship, and they're left with a lot of questions. Und ja, nach 3 Wochen Jüngerschaft haben sie natürlich noch viele Fragen. They're left, again, eschatological issues, the end time issues. Und haben da vor allem mit den Endzeitproblemen. And the church had to deal with, all their former issues, stuff, all their paganism, all the stuff that they haven't worked out in discipleship. Und wir müssen jetzt damit umgehen mit den ganzen Themen, die sie so an heidnischen Gläubigen mitgebracht haben. Okay, and going along with last night, So wie gestern Abend. some of the idolatry that was known in Thessaloniki. Manche also Thessalonich war auch teilweise bekannt dafür. You had fertility cults. Für Fruchtbarkeitssekten. So you can imagine what that worship was. Ihr könnt euch also vorstellen, was Fruchtbarkeits... You have Dionysus, which is a fertility, wine, and arts cult. Dann der Dionysus, Fruchtbarkeit und Wein. Worship, if you got fertility and wine, you can imagine worship's basically getting drunk and having an orgy. Ja, wenn Fruchtbarkeit und Wein sein Fachbereich ist, dann ist natürlich Party mit Gruppensex das Ergebnis. You have Cabrius, Dann haben wir den Cabrius. which is an interesting one because they have these robes, they confess their sins, they have a baptism, there's symbolic use, symbolic blood in use. So it's got this weird kind of similar parallels. Und das ist ein bisschen ist interessant, weil irgendwie geht es da um Sündenbekenntnis und Taufe und symbolisches Blut und irgendwo ist das ähnlich. Okay, but the upper class support it. Hm? The upper classes, the wealthy Und classes, die höheren Klassen unterstützen. they pay for all the wine.
und die zahlt für den Wein. Okay, and one of the major issues in Thessalonians is this whole death and second coming stuff. Und ein wichtiges Thema dort ist halt der Tod, zweites Kommen und so weiter. So you need to understand the Greek view of death. Und dazu müsst ihr den griechischen Blickwinkel auf den Tod. Simply put it, it's very hopeless. Es ist sehr hoffnungslos. They believed your soul went down to a place called Hades. Sie sagen, deine Seele geht dann an den Hades. There's no way out, it's dark, it's damp, it's cold. Da kommst du nicht raus, da ist es kalt und nass und There's no belief in any sort of reincarnation or anything. keine Hoffnung auf Wiedergeburt oder sonst was. It's not a very desirable place. Kein wirklich begehrenswerter Ort. There's kind of some different levels to it. Und da gibt es dann unterschiedliche Ebenen dafür. There's a place called, part of it called Elysium, which is the most pleasurable part for the rich and the noble and the whatever. Und dann gibt es einen Teil, der für die Reichen und Edlen vorbehalten ist. Then there's kind of Hades, is just blah, cold, damp cave kind of place. Und Hades ist so eine feuchte, dunkle Höhle. And then you have kind of the torture for the bad. Und dann hast du noch Folter für die Bösen. Okay? Gut. So Homer's epic describes it as pathetic in their helplessness, inhabiting drafty, echoing halls, deprived of their wits, and flitting purposely around, uttering bat-like noises. Oh, also Homers Beschreibung ist in der pathetic, was war das nochmal? Nein, pathetic ist elend. Sowas quasi. Bemitleidenswert in ihrer Hilflosigkeit. Beherbergen sie diese zügigen Hallen mit viel Echo. Sind von ihrem Charme beraubt und müssen so sinnlos wie eine Fledermaus umher fliegen, machen seltsame Geräusche. Yeah. Okay. Yeah. Anyways, it's not very appealing. This place. Also klingt nicht so geil. The theory is you have Chiron, the boatman. Da hat man den Chiron, den Fährmann, He takes you across the river Styx. der dich über den Fluss bringt. See in movies and traditions they put coins on people's eyes when they die. Ihr kennt ja vielleicht, dass man Münzen auf Augen tut, wenn jemand stirbt in Filmen. It's to pay the boatman to ferry you across to Hades. Das ist, damit du den Fährmann bezahlen kannst, damit er dich in Hades bringt. And then when you get there, there's a big guard dog, I think a two-handed guard dog or something. I think it's serious. Three-handed? Three. Yeah. Ja, und dann trifft man auf den Cerberus, den dreiköpfigen Hund, der den Hades bewacht. And he was happy to wag his tail and greet you. Und dann steht da, dass er sich freut und seinen Schwanz wedelt, wenn er dich begrüßt. But don't try to leave, he will not let you leave. Aber du kannst versuch nicht zu gehen. In other words, death is happy to greet you, but you're not leaving. Sozusagen, der Tod freut sich drauf, dass du da bist, aber lässt dich nicht mehr gehen. Okay, so we have a young church. Paul can't return because of the persecution. Wir haben eine junge Gemeinde, und Paulus kann nicht zurückkommen. And so again, Paul has sent Timothy back and forth. Und deswegen schickt er den Timotheus hin und zurück. And so these communications going back and forth is Paul responding with letters of encouragement and to answer questions which happened approximately 50 AD. Und da, genau, es gibt zur Zeit des 55 eben viel Ermutigung und Fragen und so weiter. We're going to break it just for a minute here. There's a particular style which is just very encouraging to keep going. Ja, es hat einen sehr ermutigenden Stil, in dem es geschrieben ist. And so Paul only refers to himself, just I personally, 4 times in the letter. Sagt nur 4-mal im gesamten Brief, ich. But we see we 54 times and us 21 times. Aber 45 Mal sehen wir und 21 Mal uns. Again, Timothy and Silas were left to be the disciplers. So this letter is definitely not just a Paul letter. This is written from the 3 of them.
Und ja, dieser Brief ist eindeutig nicht nur von Paulus geschrieben, sondern auch von Silas und Timotheus gemeinsam. Okay, so that's something unique about Thessalonians. It's very much a group letter. Also das ist eindeutig ein Gruppenbrief. Okay. And opposed to the Galatians, it's very loving, caring, tendering, assuring, and praising. Und ja, in der Hinsicht, der Brief ist sehr liebend, unterstützend und wertschätzend. Alright, compare that obviously to your foolish Galatians. Kannst du jetzt mal vergleichen mit ihr irrsinnigen Galatier. Alright, so we can go to coffee break now. Nochmal Kaffeepause And I'll dive into the harder issues when we get back. und dann gehen wir We had a really slow start this morning, so we're behind, so please be back on time. Wir haben heute sehr langsam angefangen, bitte seid pünktlich zurück, damit wir auch pünktlich anfangen können. So good.